Hi, ich bin Jette. Heute zeige ich euch 3 Arten, Fashion Illustrations zu zeichnen. Und zwar einmal ganz klassisch auf Papier mit Aquarell und dann zeige ich auch noch 2 digitale Varianten, denn das ist nämlich gar nicht so schwer, wie man vielleicht denken könnte. Und dieses Video ist auch Teil von der Paint With Me Reihe, die ich mit Pandora mache. Da habe ich schon 2 weitere Videos hochgeladen und die Playlist ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Einmal zum Thema Flower Illustrations und dann das zweite Video war zum Thema Gesichter realistisch zeichnen. Und heute geht es eben um Fashion Illustrations, also Modezeichnungen. Und ich wollte euch so ein bisschen darüber erzählen, auch was das zum Beispiel ist. Und zwar sind es ja eigentlich Zeichnungen eines Modedesigners, um zum Beispiel eine Vision auf das Papier zu bringen, also eine Visualisierung eines Kleidungsstückes am Körper. Und Fashion Illustrations können aber auch zum Beispiel Kunst sein, also ein anderer Interpretationsansatz, ohne dass man jetzt die dargestellte Kleidung tatsächlich entwerfen möchte. Ich bin ja keine Modedesignerin, ich habe Mediendesign studiert. Trotzdem finde ich es aber auch so als Künstler aus der Sicht zumindest auch interessant, sowas wie Faltenwürfe zu studieren und zu schauen, wie verhält sich eigentlich Kleidung am Körper und wie male und zeichne ich das richtig. Irgendwann entwickelt ja jeder Künstler auch seinen eigenen Stil und ich zeige euch heute mal, wie ich das so angehen würde und hoffe auch, dass ich euch damit so ein bisschen inspirieren kann, auch mal Modezeichnungen oder Fashion Illustrations auszuprobieren. Als Vorbereitung auf das Zeichnen habe ich mir so Runway-Looks von so Laufsteg-Shows angeguckt. Einfach weil ja auch viele Illustrationen laufende Personen darstellen, damit man sieht, wie sich das Material in Bewegung verhält. Meine erste Fashion Illustration wird ganz klassisch eine Ganzkörperdarstellung und zwar mit Aquarell und Fineliner. Ich habe das ganz oft gesehen bei meiner Recherche, dass da sehr viel gearbeitet wird. Andere nutzen auch gerne Filzstifte. Also das sind so die beliebtesten Materialien und ich habe ein Buch auch über Fashion Illustrations, das ich hier gerade mal durchgehe, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Hier sind unter anderem auch sehr viele digitale Darstellungen, das mache ich auch noch später, von ganz vielen verschiedenen Künstlern, Designern. Gerade zur Vorbereitung, das ist jetzt mal so eine ganz klassische Ansicht, da hat ja jeder auch seinen eigenen Stil und ich werde jetzt zuerst einen Körper zeichnen. Bei Fashion Illustrations sind die Körper auch ganz oft viel zu lang gezogen, die Beine sind überlang, aber da müsst ihr entscheiden, welche Proportionen euch am besten gefallen und welche zu eurem Stil passen. Ich habe hier jetzt mein Aquarellpapier und auf dem werde ich jetzt erstmal vorzeichnen. Nothing more to say, let's just waste away. One more time is all we need. A bitter truth to face, not that innocent. We know what we did. So, das ist jetzt hier mein erster Sketch. Auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber soweit bin ich schon mal zufrieden. Da kommt ja noch die Kleidung rüber. Und die werde ich jetzt im nächsten Schritt zeichnen und danach gehe ich mit Fineliner rüber, wenn mir das Ergebnis gefällt. Und dann habe ich schon mal so den Grundaufbau fertig. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. Die Outlines sind jetzt auch fertig und als nächstes mache ich dann weiter mit den Aquarellfarben. Ich verwende hier zum Malen Aquarellfarben, da ich den Look ganz passend finde und gerade bei Modezeichnungen habe ich auch schon viele Aquarell-Illustrationen gesehen. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now, I just miss you. Übrigens gibt es auch zum Thema Aquarell ein Video, wo ich auf die Basics eingehe, die man gerade als Anfänger mal ausprobieren sollte. Das Tutorial dazu habe ich euch hier auf dem i verlinkt oder auch nochmal in der Infobox. Da findet ihr auch eigentlich alle Videos, die ich jetzt am Laufe des Videos hier erwähne. Und das ist jetzt hier mein erstes Ergebnis der Fashion Illustrations. Ich finde es auf jeden Fall cool, das mal auszuprobieren. Ich mache das nicht so oft.
Deswegen bin ich echt ganz happy mit meinem Ergebnis. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Fashion Illustrations ausprobiert habt und wenn nicht, ja, ob ihr jetzt Lust habt, das mal auszutesten. Ich trage auch in diesem Video wieder den Schmuck von Pandora, da ich ja Teil von den Pandora Creators bin. Man kann ja nicht nur durch Mode dem eigenen Stil Ausdruck verleihen, sondern natürlich auch mit Schmuck und Accessoires. Ich persönlich trage super gerne ja sehr filigranen Schmuck und dann immer zusammen mit coolen Statement Pieces. Also das ist so mein Signature-Style, würde ich sagen. Und es gibt auch aktuell eine neue Kollektion von Pandora, die Pandora Signature Collection. Es wurden ja schon so viele Geschichten und persönliche Erinnerungen durch das Pandora Moments Charm Armband erzählt. Jeder kann die sich ja mit den Charms selber personalisieren und so kann man dann eben auch dem eigenen Style Ausdruck verleihen. Ich trage hier zum Beispiel auch selber gerade eins und dann eben immer in Kombination mit so kleineren, filigraneren Armbändern. Pandora setzt sich zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit ein, was ich super wichtig finde, denn den CO2-Fußabdruck der Materialien und auch die Produktion wollen sie bis 2025 noch weiter verringern, zum Beispiel durch die Verwendung von recycelten Materialien. Und ihr findet wie immer die Links zu den Produkten auch nochmal in der Beschreibung. Also wenn ihr jetzt irgendwas seht, was euch gut gefällt, dann schaut da mal vorbei. Die nächste Fashion Illustration werde ich digital mit dem Tablet gestalten. Und zwar bin ich ein Fan von digitalen Fashion Illustrations. Ich finde, die sehen immer richtig cool aus. Und dafür möchte ich mal mich selbst illustrieren, also auch mit meinem eigenen Style. Ich finde das immer ganz cool. Das ist jetzt hier das Outfit, was ich tragen werde, um so ein paar Fotos zu machen, die mir dann als Vorlage für die Fashion Illustrations dienen. Das ist optional, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man sich selber quasi als Foto-Illustration hat. Deswegen trage ich jetzt dieses fancy Flower-Oberteil mit einer Mom-Jeans und dann noch so Heels. Es ist ein bisschen extra, aber cool. Und ich werde jetzt erstmal einen Detail-Shot aufnehmen von meinen Schuhen und meiner Hose. Ihr seht gleich, was ich meine. Hier seht ihr jetzt die Fotos, die ich gerade gemacht habe. Also ich habe hier verschiedene Versionen. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und im nächsten Schritt geht es dann auch mit dem iPad weiter. Und zwar bearbeite ich das Bild digital. Und zwar importiere ich mir zuerst das Foto. Das ist jetzt dieses hier, was ich bearbeiten möchte. Und dann kommt eine neue Ebene darüber. Und pro Kleidungsstück mache ich jetzt eine eigene Ebene. Und ich starte jetzt mal bei der Hose. Und zwar kann man sich da einfach die Farbe markieren. Und jetzt ziehe ich die Konturen der Hose nach. So, und jetzt ziehe ich die Farbe in die Hose und dann ist es eben flächig markiert. Und das ist jetzt die erste Ebene und genauso mache ich das jetzt bei allen anderen Bildelementen. Als nächstes, ja, zum Beispiel bei der Haut. Und wenn man jetzt den Hintergrund ausblendet, dann sieht man halt nur noch die Ebenen, die ich gerade gemalt habe. Und dem Hintergrund kann man jetzt auch zum Beispiel eine neue Farbe geben. Und jetzt zum Schluss füge ich noch ein paar Details hinzu, also sowas wie Licht- und Schatteneinwurf. Und zum Beispiel auch den Schmuck habe ich gezeichnet und unten an der Hose so ein paar Details. Also genau, so kann man nochmal ein bisschen mehr Dimension schaffen. Und ich finde, die sieht auf jeden Fall ganz cool aus, die Illustration. Ich habe das Ganze hier mal auf Fotopapier ausgedruckt. Und ich finde es echt so cool als Artprint, sich das auch aufzuhängen. Also dafür eignet sich das zum Beispiel auch ganz gut. Und so kann man eben auch Fashion Illustrations ein bisschen mehr künstlerisch angehen. Ich zeige euch jetzt noch eine letzte Illustration, die ich auch digital mache. Und zwar mit Line Art. Ihr kennt mich, ich mache das andauernd. Und weil ihr mich immer nach einem genauen Bearbeitungstutorial fragt, gehe ich jetzt mal so Schritt für Schritt durch, was ich da mache. Zuerst importiere ich mir ein Foto in das Bearbeitungsprogramm. Am besten ihr verwendet hier eins, wo man auch Ebenen hinzufügen kann. Denn das ist nämlich der zweite Schritt, also eine neue Ebene hinzufügen. Und auf dieser Ebene werdet ihr jetzt zeichnen. Mit einem sehr dünnen und feinen Pinsel zieht ihr jetzt die Umrisse nach. Ich starte immer im Gesicht, da auch mit viel Detail und später werde ich viel aufgelöster und ungenauer, also einfach abstrakter. Und meine Technik ist hier, dass ich die Form manchmal mehrmals umrunde. Ich finde, das verleiht der Zeichnung insgesamt noch viel mehr Ausdruck. Line Art ist an sich auch jetzt kein großes Geheimnis und eigentlich immer auch einfach, wenn ihr digital direkt mit dem Stift auf dem Foto arbeitet und die Umrisse nachzieht, ohne euch irgendwie Gedanken über die richtige Proportion machen zu müssen.
Lineart ist echt so zu meinem eigenen Illustrationsstil geworden. Ich arbeite sehr gerne damit und bin einfach ein großer Fan von dieser minimalistischen Art zu zeichnen. Das sind jetzt also hier meine 3 Arten, Fashion Illustrations zu zeichnen. Verratet mir gerne mal in den Kommentaren, welche dieser Arten euch am besten gefallen hat. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten alles weitere zum Schmuck ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen für mehr Kunstvideos. Und dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.